Hallo, heute sind wir im Tierpark und Fossilium Bochum. Hier haben wir ein ganz neues Projekt, das heißt Ambient Information for All und ist ein Projekt für Menschen mit Behinderung, aber eben auch jeden anderen Zoobesucher, von jung bis alt sozusagen. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von einer Netzwerkfirma aus Bochum, Netzfaktor, und einem Metallbauer, die das Wegeleitsystem durch den Tierpark gelegt haben. Es wurde gefördert vom Land NRW und im Großen und Ganzen haben wir verschiedene Stationstische. Im Moment ist es an 7 verschiedenen Stationen im Tierpark aufgebaut, die begleitend zu einer App sind. Die App kann runtergeladen werden und man wird eigentlich am Anfang durch die App geleitet. Und es gibt ganz normal, wie in jeder App eigentlich von einem Zoo, einen Wegeplan. Es gibt zu allen Tieren die nötigen Infos, aber der Unterschied ist eben, dass man vorher festlegt, bin ich Kind oder bin ich Erwachsener, bin ich sehbehindert, bin ich hörgeschädigt oder mobilitätseingeschränkt oder habe ich keine Einschränkungen, und dementsprechend werden dann eben die Inhalte ausgegeben. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel an dem Tisch das Erdmännchen in 3D gedruckt und stellen sozusagen die Besonderheiten heraus. Also wir haben natürlich das Erdmännchengebiss. Es ist ein Raubtier, das glaubt man bei den süßen Tieren erstmal nicht. Aber um das eben zu veranschaulichen, dass man die Finger am besten nicht unter der Glasscheibe hersteckt, genauso die Krallen, die sie eben zum Buddeln brauchen, die sind hier verdeutlicht. In erster Linie war das natürlich dafür da, dass Sehgeschädigte, die tatsächlich noch nie ein Erdmännchen gesehen haben, sich das überhaupt vorstellen können. Das heißt, wenn man den Text liest, hat man natürlich immer nicht ganz die Bilder vor Augen, aber so kann man das eben zusätzlich noch fühlen und das haptische Erleben so ein bisschen fördern. Und dann haben wir bei jeder Station so die 5 verschiedenen Teile. Hier sind immer Besonderheiten je nach Tier. Am Anfang fangen wir aber immer mit einem Ganzkörperbild an und haben dann eben auch die Tiere unterteilt. Das sieht so ein bisschen makaber aus, aber wir haben vorher mit den Betroffenen, in diesem Fall Sehbehinderten, gesprochen und die haben gesagt, am besten kann ich mir das eigentlich vorstellen, wenn das so Stück für Stück erklärt wird. Also wenn man wirklich das Tier in seine Einzelteile zerlegt sozusagen und dann Stück für Stück erklärt, was ist wo, was sind da für Besonderheiten? Hat das Tier Fell oder fühlt es sich rau an? Hat es Schuppen? Hat es Federn? Wie auch immer. Also es fängt wirklich bei den ganz normalen Basics an und geht dann eben zu den Besonderheiten, wie ich eben schon gesagt habe, den Raubtiergebiss. Dann gibt es natürlich in der App noch Videos, je nachdem, ob man es benötigt mit Untertitel oder eben nicht. Es gibt Videos, die nur für Kinder geschnitten sind, die dann tatsächlich unser Maskottchen macht. Das ist ein Hai zusammen mit einem Fossil auf dem Rücken. Und die das eben kindgerecht alles erzählen, damit ja jede Zielgruppe sozusagen den Inhalt bekommt, die es benötigt und die Information eben auch versteht. Also wir können hier natürlich viele Schilder hinhängen, aber letztendlich ist es einfach nicht für jeden die richtige Art zu lernen. Manche lernen eher über Videos, andere hören es sich lieber an, andere lesen lieber, andere fühlen es lieber. Und ja, mit diesem Projekt wollen wir eben alle Zoobesuchenden erreichen und den Zoobesuch nicht ersetzen, auf keinen Fall, sondern eben irgendwie ergänzen. Also wir haben viel Feedback bekommen, dass zum Beispiel Sehbehinderte sich den Zoobesuch quasi vorbereiten, also dass sie zu Hause sich schon mal den Steckbrief von den verschiedenen Tieren ansehen und dann mit so einem Bild quasi schon mal herkommen, dass sie sich vielleicht vorher orientieren und sich den Lageplan schon mal vorher ansehen und dann eben gut vorbereitet quasi in den Tierpark starten. Denn das ist ja je nach Einschränkung nicht immer so ein ganz alltäglicher Besuch, so ein Tierpark, sondern man muss eben sich so ein bisschen darauf vorbereiten. Für Mobilitätseingeschränkte haben wir dann zum Beispiel verschiedene Wegeführungen angelegt. Wir sind schon sehr barrierearm, aber es gibt eben noch so 1, 2 Hindernisse und die werden sozusagen dann umgangen. Ja, für die Hörgeschädigten haben wir eine Induktionsschleife verlegt. Das heißt, dass sich dann die App mit dem Hörgerät verbindet und die das Audio sozusagen in ihrer gewünschten Lautstärke direkt über das Hörgerät hören.
Wir haben an dem Projekt tatsächlich 3 Jahre lang gearbeitet und jetzt ist es endlich soweit. Wir hatten natürlich auch viele Kinderkrankheiten zwischendurch, haben aber ganz eng mit den Zielgruppen zusammengearbeitet, haben ein super Feedback bekommen. Wir haben uns schon vor 3 Jahren mit den Zielgruppen zusammengesetzt, haben die Bedürfnisse, die Wünsche besprochen, haben überlegt, wie sie am besten oder wie wir am besten die Inhalte rüberbringen, wie sie am besten die Inhalte aufnehmen können. Ganz wichtig war oder so eine kleine Schwierigkeit zum Beispiel war, dass wir die Stationstische so bauen, dass eben Erwachsene natürlich da dran kommen, dass nicht nur, also das einmal lesen können, aber eben auch die Modelle anfassen können, dass natürlich auch Kinder da dran kommen können, dass sie alles sehen, dass sie sich gleichzeitig nicht verletzen können und dass eben auch Mobilitätseingeschränkte, also vor allen Dingen Leute im Rollstuhl gut da dran kommen. Das heißt, wir haben die Tische alle unterfahrbar gebaut, sodass der Rollstuhl direkt runterkommt und ja, quasi hier einparkt und die Besucher dann an die verschiedenen Stationen kommen können. Jetzt eure Frage in die Kommentare schreiben, einen Daumen hoch nicht vergessen und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, einfach den Kanal abonnieren.